Hallo zusammen. Auf allgemeinen Wunsch wird es jetzt ein kurzes Video zur Erklärung von der Regelung der Espressomaschine. Ich habe schon den ersten Teil gemacht, wo ich so ein bisschen die Modellierung erkläre. Und heute wollen wir kurz mal die Regelung anschauen, wie man den Regelkreis schließt an der Espressomaschine und wie man dann sich daraus dieses PT2-System identifiziert. Ne? Wir werden später lernen, wie man es auch berechnen kann. Heute soll es aber erstmal experimentell geschehen. Gut, das heißt, wenn wir uns die Aufgabenstellung 2 also ansehen, die meisten von Ihnen werden ja an dem Punkt sein, dass Sie dieses Modell hier, die Espressomaschine an sich modelliert haben. Ja, und in diesem zweiten soll man jetzt also den Regelkreis schließen. Das heißt, der Ausgang des Thermometers soll mit der Solltemperatur verglichen werden und dann soll eben ein Proportionalregler eingeführt werden. Gut, jetzt gehen wir rüber zu MATLAB. Da habe ich also meine Espressomaschine, die machen wir mal ein bisschen größer. Die Frage ist jetzt, was soll so ein Regler machen? Ne? Hier gehen wir ja eine Leistung im Moment auf unser Heizelement rein und was rauskommt, ist eine Temperaturänderung. Ne? Also wenn Sie hier Play drücken, sollte das funktionieren. Geht so ein Scope auf und da sehen wir eben unsere Antwort, dass wir eben bei 0,25 Kilowatt von eben 20 Grad auf die 125 Grad gehen. Das heißt, wir kriegen für diese 0,25 Kilowatt eine Temperaturdifferenz von 105 Grad. Das war das Ergebnis im ersten Praktikum. Was soll also so ein Regler machen? Na gut, so ein Regler soll womöglich die Temperatur einstellen in unserem System. Ja? Das heißt, wir geben eine Wunschtemperatur vor und der Regler soll dann automatisch eine entsprechende Heizleistung einstellen. Und die Heizleistung so ist die Aufgabe, stellt er eben proportional von unserem Regelfehler ein. Gut, jetzt holen wir uns erstmal mal so einen Constant-Block, damit wir uns die Wunschtemperatur hier definieren können. Also da haben wir gesagt, irgendwie ein bisschen langsam halt. Die Wunschtemperatur ist bei uns jetzt eben 96 Grad und dann soll man das mit dem Ausgang des Thermometers vergleichen. Das heißt, wir gehen hier so eine Vergleichsstelle, ist ja einfach nichts anderes wie eine Subtraktion von Sollwert minus Istwert und jetzt sehen Sie, ich habe hier noch kein Thermometer drin. Das schnappe ich mir jetzt nochmal hier aus der Bibliothek. Mit Steuerung R können wir das zweimal drücken und umdrehen und dann nehmen wir hier die Wassertemperatur ab. Gut, jetzt haben wir also unsere Vergleichsstelle gebaut. Ne? Hier an dieser Stelle wäre jetzt also Ihr Regelfehler zu finden. Ja, geht glaube ich jetzt nicht. Gut, und jetzt brauchen wir an sich nur noch, das machen wir mal zu, unseren Proportionalregler, den wir hier einbauen. Gut, jetzt steht da ein Wert von 1 drinnen, jetzt drücken wir einfach nochmal drauf, was da passiert. Ja. Also wir haben jetzt den geschlossenen Kreis gebaut und wir sehen, oje, das System geht jetzt uns über den Jahren, ist also instabil. Ne? Also Sie sehen, wir sind hier noch 50 Sekunden bei 10 hoch 51 Grad. Na, das wollen wir natürlich nicht. Gut, jetzt ist in der Aufgabenstellung angegeben, wie man eben zu einem vernünftigen Initialwert dieser Reglerverstärkung kommt. Also Sie können sich hier die Abschätzung einer sinnvollen Reglerverstärkung auch durchlesen. Was im Prinzip, was eben gemacht wird, ist, gut, wir wissen, dass wir ja für unsere 0,25 Kilowatt kriegen wir eben 105 Grad Delta an Temperatur. Ne? Also so viel steigt die Temperatur. Na gut, jetzt können wir sagen, wenn wir jetzt also 1 Grad hätten, wäre vielleicht so 0,25 über 105 Grad so ein ganz guter Initialwert. Ne? Wenn ich das jetzt in MATLAB eintippe, machen wir es mal so, 0,25 durch 105 sind wir bei 0,024. Na gut, das können wir mal probieren.
dann gehen wir hier her 0,024. Probieren wir das mal und schauen uns das Scope an. Gut, jetzt sind wir definitiv kleiner. Ja, schaut jetzt schon ein bisschen besser aus, ne? So, was sehen wir jetzt aber? Wir sehen jetzt, dass wir, wenn wir uns das hier hinschieben, dass wir lediglich auf 58 Grad Endtemperatur kommen. Ne? Was heißt das? Ne? Das heißt, unser Regler macht an sich ja, zu wenig, das Gain ist zu klein. Das heißt, wir drehen das jetzt einfach mal hoch ein bisschen auf 0,5. Ja, schauen uns das an. Sie sehen hier die Linie, die weiße ist die alte. Jetzt sind wir also schon ein bisschen weiter oben, aber wir sind noch immer weit weg von diesen, von unserer Wunschtemperatur. Ne? So gut, dann machen wir es halt noch ein bisschen höher, machen wir einfach mal 0,01. Schauen wir es uns wieder an. Naja gut, jetzt sind wir wiederum ein Stück näher. Wir sind jetzt also nicht mehr bei 71, sondern schon bei 82 ungefähr, 81, ich bin verrutscht, aber wir sehen, das System fängt langsam Überschwingen an und das ist eigentlich so ein bisschen die Lessons learned hier. Wir können eben für ein Proportionalsystem, das Ganze ist ja Proportionalsystem, so haben wir es ja identifiziert, ne? Wenn wir einen Proportionalregler bauen, in der Regel unseren Endwert nicht erreichen und wenn das Gain irgendwann zu hoch wird, dann kommen wir eben in die Situation, dass wir zwar nahe am Endwert sind, dass wir aber schwingen anfangen. Ne? Und jetzt sind wir hier schon bei 125 Grad. Naja, gut, wird langsam eng. Ne? Also wenn wir sagen 125 Grad, das System ist natürlich linear. Naja, das heißt, 125 Grad, da wird das Wasser schon kochen. Das heißt, wir könnten das zum Beispiel über einen Druckbehälter oder so dann lösen. Ne? Aber ja, ist wahrscheinlich nicht, wird man wahrscheinlich nicht machen für die Espresso-Maschine. Gut, jetzt stellen wir es mal auf 0,06, schauen, was dann passiert. Ja, jetzt schwingt es also schon einigermaßen. Gut, wir sind relativ schnell, aber wir kommen noch immer nicht auf den Endwert. Und Sie sehen, wir wissen ja von dem ersten Versuch, wie das Gen 1 war, dass man eben, instabil werden, wenn es zu hoch wird. Ne? Und dem Bereich nähern wir uns. Ich setze es jetzt mal einfach auf 0,03. Und gut, also so können Sie starten mit einer leichten Überlegung, was Ihr Initialgain sein könnte. Jetzt schauen wir nochmal rüber zur Aufgabenstellung, was da noch so drin steht. Gut, Sie hätten jetzt natürlich auch rechnen können, sorry, so steht es glaube ich in der Aufgabenbeschreibung. Na gut, ich habe einen Regelfehler von 80 Grad, ne, oder von ungefähr 80 Grad, weil ich ja von 20 Grad auf 96 gehe. Das heißt, es ist ein Delta von ein Regelfehler von 76, sind also ungefähr 80 und dann sagen Sie, okay, wenn ich jetzt 0,25 durch 76 rechne, dann bin ich beim Gain von 0,003, kommt da glaube ich raus. Na, da sind es halt höher. Aber so gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie auf eine inertiale Einstellung von Ihrer Reglerverstärkung kommen können. Was das Problem ist oder was so manchen Schwierigkeiten bereitet, dass man sagt, okay, ich ziehe jetzt eine Temperatur von der Temperatur ab, ich habe einen Regelfehler in der Temperatur, wie kann ich das mit irgendwas multiplizieren, dass da jetzt eine Heizleistung rauskommt. Ne? Also ich mache ja quasi aus Äpfel irgendwie Birnen, da gebe ich Ihnen recht, allerdings diese ganze Information, ja, die steckt in Ihrem Reglergain drinnen. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie würden Zentimeter messen und würden aber Millimeter kommandieren, dann wüssten Sie ja auch, was da für ein Gain dazwischen steckt. Ne? Also diese Umrechnung von Zentimeter in Millimeter, das kriegen wir alle hin. So, jetzt haben wir aber, wie gesagt, Äpfel und Birnen und das stecken wir aber alles in dieses Gain rein. Und deswegen, Sie sehen ja, wir brauchen 0,25 Kilowatt für 105 Grad. Wenn wir das durchdividieren, ist das Verhältnis, wie man eben von den Kilowatt auf die Grad kommen. Und da das System linear ist, dürfen wir das an sich ja auch so schön machen. Gut, jetzt schauen wir trotzdem nochmal, wie es weitergeht in unserer Aufgabenstellung. Verbessern Sie
das Verhalten beim Einschalten durch Rumprobieren. Gut, das haben wir jetzt eigentlich auch schon gemacht. Wir haben es ein bisschen höher getrieben. Und jetzt sehen Sie nochmal die Lösung von, oder was man hier sehen sollte, ist Proportionalsystem. Ich komme nicht an meinen Endwert ran. Ja? Mit einem reinen Proportionalregler brauchen wir irgendwas Schlaueres. Wenn ich das Gain erhöhe, komme ich näher ran, aber ich werde auch schneller, aber ich fange irgendwann schwingen an. Das heißt, ich bin da limitiert, weil wahrscheinlich wollen es nicht zu sehr schwingen. Und wenn ich es kleiner mache, schwinge ich weniger, aber ich bin halt weiter weg ähm, von meinem Sollwert. Warum ist es das so, dass man es nicht reicht? Ne? Bereitet auch manchmal Schwierigkeiten, dass man sagt, okay, ich habe einen Regelfehler, und jetzt kommandiere ich irgendwas, aber ich kommandiere trotzdem was. Gut, das ist jetzt dem PT2 oder PT1 Modell geschuldet hier. Ne? Überlegen Sie mal, was so eine Espresso-Maschine macht. Ne? Das sind also Wärmeströme modelliert, das heißt, da kommt der Strom, wird umgesetzt in eine Wärmeenergie in der Heizspirale, da fließt Energie zum Wasser. Aber wir haben ja auch eine Raumtemperatur. Ne? Das heißt, wir haben einen Energiefluss von der Wassertemperatur auf unser, auf unser, auf unsere Raumtemperatur. So, und das ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Das heißt, wir werden mit dem Regler genau eine Heizleistung finden, wo wir eben dann genau so viel heizen, wie viel Energie verloren geht. Ne? So, das wäre das eine. Ne? Das heißt, wenn das noch immer Schwierigkeiten bereitet, kann man sich mal kurz überlegen, was das bedeutet, wenn wir einen Regelfehler von 0 hätten. Ne? Ein Regelfehler von 0 würde ja heißen, dass wir nicht heizen, weil 0 mal unsere Verstärkung ist nur immer 0. Ja? Das heißt, die Energie würde aber trotzdem in den Raum übergehen. Ne? Und dann würden wir sofort wieder heizen anfangen. Das heißt, Regelfehler 0 im Sinne, wenn Sie einen Proportionalregler bauen, ist an sich kein Gleichgewichtszustand. Und ich habe ja gesagt, bei dem PT1-System oder auch beim PT2, wenn es stabil ist, das ist immer der Übergang von einem Gleichgewichtszustand in den anderen. Jetzt ist aber Regelfehler 0 für dieses System eben kein Gleichgewichtszustand. Gut, das war es auch für diesen ersten Teil und jetzt kommen wir dann zum zweiten Teil des Praktikums und da schaue ich auch kurz rein. Da geht es jetzt also darum, wir haben gesehen, wir haben jetzt diesen Regelkreis geschlossen, wir haben dann Gain eingestellt, wir sollen jetzt hier 0,02 und 0,06 probieren und das werden wir dann, ergibt dann ungefähr ein PT2-System, haben wir gesagt, und das soll man jetzt raus identifizieren aus dem Plot. Gut, also Teil 2 des zweiten Praktikums sozusagen. Hier ist also die Aufgabenbeschreibung. Ne? Wir sollen jetzt also die qualitative Zusammenhänge zwischen Reglerverstärkung und Verhalten des Regelkreises erkennen. Na gut, das haben wir jetzt eigentlich gerade gemacht. Ne? Und dann soll man die Parameter eines PT2-Gliedes bestimmen. Ne? Das wäre also unser Regleraufbau, den haben wir ja auch hier in Simulink schon zusammengebaut und da soll man jetzt eben zwei Gains testen. Ich werde es allerdings jetzt nur für eins machen. Für die zweite Verstärkung finden Sie die Lösungen ja ohnehin schon im Kurs und wenn Sie eins hinkriegen, sollten Sie das zweite auch hinkriegen. Gut, jetzt drücken wir mal hier auf Play und schauen mal, wie unsere Kurve hier ausschaut. Gut, jetzt sehen wir, die ist eigentlich nach 10 Sekunden schon relativ ausgeschwungen. Das heißt, wir können die Simulationszeit mal vielleicht so auf 20 Sekunden runtersetzen. Wenn dieser Plot bei Ihnen jetzt noch so ein bisschen zackig ausschaut, dann liegt es daran, vielleicht weniger, machen wir 12, liegt es daran, dass Sie eine falsche Einstellung noch haben in Ihrem Simulink-Modell. Man muss hier nämlich schauen, dass man dem Löser auch sagt, dass der die richtige Schrittweite wählt. Ne? Und wenn die Schrittweite zu groß ist, dann wird quasi die Differentialgleichung numerisch zu grob gelöst. Und das können Sie hier machen. Also ich mache es mal langsam. Sie gehen hier auf Modeling, auf Model Setups. Und dann können Sie hier eben die Schrittweiten einstellen und dann setzen zum Beispiel die maximale Schrittweite einfach auf ein Hundertstel Sekunden und dann wird auch Ihre Simulation schön glatt werden. Gut, also jetzt sehen wir hier, das schaut schon so ähnlich aus wie ein PT2-Glied. Es ist jetzt an sich auch egal, wenn das jetzt ein PT3-Glied wäre. Ne? Wir sagen, okay, das sieht so aus wie ein PT2. Und wir werden sehen, es ist tatsächlich ein PT3, weil wir haben hier 3 Dynamiken drin, den Boiler, den Sensor und den Heizstab. Allerdings, na gut, wir können das ja trotzdem immer mit einem PT2 approximieren. Und die Aufgabe ist jetzt,
Wir sagen, wir haben diese geregelte Espresso-Maschine jetzt vor uns, wir machen ein Experiment und jetzt sollen wir versuchen, dieses PT2-System, oder wir sagen halt, das ist ein PT2-System, mathematisch zu beschreiben. Gut, da gehe ich jetzt wieder in mein Notebook rüber. Das heißt, unser Ziel ist ein mathematisches Modell des geschlossenen Kreises in Form von einer Differentialgleichung. Ne? Gut, jetzt wissen wir so ein PT2-Glied, wie das ausschaut. Ne? Also wenn Sie es jetzt vergessen haben, dann schauen Sie vielleicht nochmal in das Skript rein. Na gut, so eine zweite Ordnung Differentialgleichung hat also die zweite Ableitung von unserem Ausgang. Und davor haben wir eben diese Eigenfrequenz und wir können das ruhig die Form mit Eigenfrequenz und Dämpfung angeben, ähm, weil eben das System ja schwingt. Und dann fehlt uns hier noch ein y von t. Auf der anderen Seite steht also unsere stationäre Verstärkung mal k mal unseren Eingang. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt schreibe ich das nochmal dezidiert hin. Unser y ist jetzt also unsere gemessene Wassertemperatur. Und unser Eingang ist jetzt nicht mehr die Heizleistung, ne, sondern unser Eingang ist jetzt quasi unser Referenzsignal, unser Sollwert, unser Referenztemperatur. Na, wir sagen quasi jetzt an der Stelle, dieses ganze System hier, das verhält sich wie ein PT2-System und das wollen wir jetzt rausmessen. Und deswegen, weil wir eben die gemessene Temperatur uns anschauen wollen, müssen wir auch die gemessene Temperatur abgreifen. Ne? Wenn Sie es nicht machen, dann wird es ein bisschen anders. Und jetzt haben wir auch eine schöne S-Form hier. Jetzt sehen Sie es da unten, diesen schönen S-Verlauf von unserem PT2-System. Gut, jetzt gilt es also zu bestimmen, was diese Parameter hier sind. Ne? Also wir wollen jetzt quasi das PT2-System bestimmen. Dafür müssen wir eben Eigenfrequenz, Dämpfung und stationäre Verstärkung wissen. Gut. So, jetzt schauen wir uns mal an. Das Leichte ist eigentlich meistens die stationäre Verstärkung. Na gut, was haben wir hier? Hier haben wir laufen hier stationär auf 88 Grad. Gut. So, es wäre jetzt natürlich ein leichtes zu sagen, okay, und meine stationäre Verstärkung, ich habe mein y auf für t gegen unendlich, für unseren Eingang hier geht auf 88 Grad. Na gut, können wir daraus jetzt schon eine Verstärkung berechnen. Das ist leider noch nicht die ganze Geschichte, denn wir starten schon einmal von 20 Grad. Ne? Das heißt, ein y von t gleich 0, da haben wir ja schon eine Wassertemperatur von 20 Grad. Das heißt, das Delta, was wir hier eigentlich in y kriegen, ist an sich nur 68 Grad. Gut, jetzt überlegen wir uns mal, was U ist. Na gut, unser Eingang ist für t gegen unendlich, na gut, der ist 96, das haben wir ja so definiert. Das ist ein Sprung, der hat immer 96 Grad. Die Sache ist jetzt aber die, wir haben an sich, damit wir hier 20 Grad kriegen, müssen wir zum Zeitpunkt t gleich 0 auch 20 Grad verlangen. Ne? Wenn Sie jetzt zum Zeitpunkt t gleich 0 Grad verlangen würden, ja, dann würde Ihr System quasi auf 0 Grad runterlaufen. Ne? Dann würden Sie quasi kühlen. Geht halt natürlich nicht, aber unser System ist eine lineare Approximation, ja? Und deswegen würde das in der Simulation durchaus funktionieren. Also müssen Sie ein bisschen aufpassen, was Sie dann hier eigentlich modelliert haben. Gut, das heißt, wir haben hier ein Delta von 76. Gut, und mit diesen zwei Werten können wir jetzt unser KP eben bestimmen. Das ist nichts anderes als 68 durch 76. Und wenn wir das mal kurz eintippen, dann kriegen wir hier eine Verstärkung von 0,895 raus. So, was heißt jetzt diese 0,895? Das heißt, Interpretation, schauen wir mal.
Für diese Reglereinstellung, die wir jetzt gewählt haben, kriegen wir quasi 89,5%, 89,5% von unserer Wunschtemperatur. Ne? Also egal, ob Sie sich jetzt 96 Grad wünschen, was ja 76 Grad mehr sind, oder 120 oder 50, Sie werden immer diese 89,5% Ihrer Wunschtemperatur kriegen. Gut, jetzt haben wir also quasi unser KP bestimmt. Unterstreichen wir es vielleicht mal hier grün. So, jetzt brauchen wir noch eben diese beiden anderen Parameter, Omega 0 und unseren Dämpfungskoeffizient. Ja. So, da gibt es jetzt einige Möglichkeiten und ich werde mit Ihnen beide kurz durchbesprechen. Und dann machen wir erstmal einen Screenshot, schauen wir, ob wir das irgendwie hinkriegen. Irgendwie ging das. Print Display to Figure. Nee. Ich will eigentlich. Machen wir es so. Geht schneller. Dann können wir nämlich hier schön auch direkt gleich reinzeichnen. Ja, vielleicht ein bisschen größer machen. So, also wie kriege ich jetzt aus dem Plot hier mein Omega 0 und meine Dämpfung raus? Das ist also die Frage und da schaue ich mit Ihnen mal kurz in unser Skript rein. Also die es beim Kollegen Nietzsche hören, kennen es vielleicht nicht. Ich verwende hier dieses Skript und da sehen wir schon ganz nett, hier können wir irgendwas mit diesen Überschwingern machen. Also wir müssen den ersten und zweiten Überschwinger rausmessen und dann können wir über das logarithmische Dekrement die Dämpfung bestimmen. Ne? Also wenn wir diese zwei Überschwinger haben, geht es eigentlich recht gut. Es gibt noch eine andere Methode, wo Sie es rein grafisch machen, die machen wir dann auch noch. Gut, wenn wir diese Dämpfung haben, sehen Sie schon, können wir eben dann auch über dieses Omega E, über diese Periodendauer, die Eigenfrequenz zurückrechnen. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf alle Fälle mal die Periodendauer rausmessen und diese ersten beiden Überschwinger. Gut, dazu gehen wir nochmal in MATLAB. Und da können Sie dann diese Cursor-Funktion verwenden. Sie setzen den ersten Cursor einfach mal hier auf den Stationärwert, weil wir wollen hier nur den Überschwinger haben. Der Stationärwert ist jetzt ungefähr 88 Grad. Und jetzt gehen wir hier auf den ersten Peak. Ne? Das heißt, wir sind hier jetzt beim Überschwinger bei 99,8 Grad. Ne? Das heißt, wir haben hier jetzt ein Delta von ungefähr 11 Grad, was wir da haben. Ne? Das heißt, wir gehen mal rüber. Also 87,9 minus 99,8 sind also nach Adam Riese 11,8. Gut, jetzt schreiben wir das mal hier auf. Also vielleicht eine Farbe, die man sieht. Hier haben wir einen Überschwinger A1 von 11,8 Grad. So, der zweite Überschwinger ist jetzt ein bisschen schwieriger zu sehen. In dem Fall, wenn Sie das andere Gen nehmen, ist es ein bisschen schöner. Gut, da muss man jetzt schon ein bisschen tricksen, dass wir da hinkommen. Ne? Wir gehen mal hier auf das Maximum. Ja, und dann messen wir hier den Stationärwert. Dann haben wir ungefähr einen Unterschied von 0,5 Grad, ne? Also plus minus. Wie gesagt, das soll ja auch jetzt keine ganz genau. So, das heißt, dieses A2 ist hier 0,5. Gut, jetzt brauchen wir noch die Periodendauer. Das heißt, wir gehen zum ersten Peak, merken uns die Zeit. Das heißt, wir setzen hier den ersten Peak ein. Gut, hier haben wir eine Zeit von ungefähr 24 Sekunden. Ne, 2 kann nicht sein. Also das ist der erste. Okay. Von 2,1 Sekunden. Und jetzt holen wir mal diesen zweiten Cursor irgendwie zurück ins Bild. Genau. Dann schieben wir diesen zweiten Cursor eben auf diesen zweiten Peak. Und jetzt sehen wir, das haben wir gut ungefähr eine Periodendauer von 5,9 minus 2,1. Das wären also nach Adam Riese 3,8 Sekunden. Ne? Also das heißt, wir sind hier ungefähr 3,8 Sekunden. Gut, und jetzt können wir damit eigentlich alles bestimmen, was wir so brauchen. Wenn wir jetzt also nochmal zurück ins Skript gehen,
dann steht hier der natürliche Logarithmus von a1 über a2 ist dieses μ. Ich mache mal eine Bildschirmteilung, vielleicht geht das. Kriegen wir das hin? Ja gut, dann schreiben wir die Formel mal ab. Das heißt, unser μ ist nichts anderes wie der natürliche Logarithmus von a1 über a2. Können wir dann einsetzen und unsere Dämpfung ist dann quasi dieses μ über der Wurzel aus μ Quadrat plus 4 Pi Quadrat. So, und wenn Sie das jetzt ausrechnen, dann sollten Sie hier eine Dämpfung von 0,46 rauskriegen. So, wenn Sie jetzt dann quasi können Sie dieses Omega e berechnen, das ist nichts anderes als 2 Pi durch diese Periodendauer, diese 3,8, das machen wir mal schnell. Also 2 Pi, 2 mal Pi durch 3,8, dann sind wir beim Omega e von 1,65. Die Lösung sagt jetzt 1,57. Gut, sind wir knapp dran. Das ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass wir eben hier beim Rausmessen nicht allzu genau arbeiten. Ne? Also das können Sie ein bisschen genauer machen, aber im Endeffekt wollen Sie ohnehin nur eine grobe Abschätzung. So, und jetzt können wir unser Omega 0 bestimmen. Unser Omega 0 ergibt sich jetzt einfach mit Omega e durch die Wurzel aus 1 minus der Dämpfung zum Quadrat. Und da sollte jetzt dann rauskommen in etwa 1,77. Ne? So, machen wir ungefähr, also das sagt die Lösung, wir können es ja nochmal kurz probieren. Das ist also 1,65 durch die Wurzel aus 0,1 minus, was war die Formel? 1 minus 0,46 hoch 2. Okay, wir sind bei 1,86, aber statt 1,77, gut, ist nah genug an unserer Soll-Lösung. So, und jetzt haben wir an sich das komplette PT2-System bestimmt. Schauen Sie her, wir können jetzt also sagen, wir haben hier unsere Dämpfung, wir haben hier unser Omega 0 und wir haben hier oben unsere Verstärkung. So, wo ist die Maus? Hier. Ja, das heißt, alles, was wir hier brauchen, um das System zu bestimmen, ist also bestimmt. Gut, jetzt haben Sie noch eine zweite Verstärkung, die ist eben 0,06. Da ist es ein bisschen einfacher, weil das Ding mehr schwingt. Ne? Das heißt, der zweite Überschwinger ist besser. Ich zeige Ihnen jetzt aber noch ganz schnell eine andere Methode, wie es auch geht, ohne diese Formel. Ne? Wenn Sie in unser Skript schauen, wenn Sie in unser Skript schauen, das ich jetzt zugemacht habe, hier ist es, dann haben wir hier auch diesen Zusammenhang von dem Überschwingen zu unserem Dämpfungskoeffizienten. Ne? Gut, und wenn Sie das haben und das auch noch logarithmisch auftauchen, dann schaut es so aus. Logarithmisch schaut es ein bisschen besser aus, weil Sie eben weil Sie das feiner auflösen, dann können Sie quasi das Ganze über den Überschwinger bestimmen. Ne? So, das heißt, Sie würden jetzt hier den ersten Überschwinger haben wir ja, ne? Also der erste Überschwingen, also dieses A1, das haben wir ja, das ist ja hier 11,8 Grad und unser Stationärwert hier, haben wir gesagt, der liegt bei 88. Ne? Jetzt müssen wir aber aufpassen, da dürfen wir jetzt nicht diese 88 nehmen, sondern wir starten ja schon von 20, das heißt, unsere A0 hier wäre ja 68. So, und wenn wir hier jetzt den Überschwinger bestimmen, haben wir also 11 zu 68. Tippen wir mal kurz ein. 11,8 durch 68 sind also 0,17 oder entsprechen eben 17%. Ne? Und wenn man jetzt quasi grafisch in dieses Diagramm geht, dann sind wir ungefähr bei 17%. Ne? Das heißt 17%, hier sind 10, das heißt das sind 20, sind ungefähr hier. Na gut, dann würden wir auf 0,5 vom Dämpfungsgrad herkommen und das entspricht ungefähr dem Ergebnis, das wir auch hier haben, 0,46. Also wenn Sie es rechnen, ist natürlich ein bisschen genauer. Je mehr Sie messen, desto schwieriger wird es. Gut, das war es also für dieses
zweite Praktikum, wie gesagt, für die andere Verstärkung kriegen Sie es selber hin. Ich gucke nochmal kurz rein in die Aufgabenbeschreibung, ob ich was vergessen habe. Die Bonusaufgabe, okay, die überlegen Sie sich mal selber und schlagen mir vor, wie Sie das Ganze lösen würden. Wie gesagt, an sich hoffe ich, es geht Ihnen gut und bleiben Sie mir gesund. Viel Spaß. Servus.